Hallo meine Freunde, hola Madridistas, das war doch mal ein Schritt in die richtige Richtung. Real Madrid gewinnt gegen Schalke mit 3:0 und vor allem war das das erste Spiel, wo man wirklich die Handschrift von José Mourinho erkannt hat. Was ist der Plan von dem Portugiesen für sein Real Madrid? All das, die Analyse dieses Spiels natürlich in diesem Video und zu guter Letzt natürlich auch die Einzelanalyse der Spieler. Also viel Spaß beim Video. Was halten Sie von dieser Saisonvorbereitung? Positiv. Positiv für die Mannschaft. Positiv für jeden Einzelnen. Natürlich gibt es Leute, die später dazugekommen sind und noch nicht die gleiche Intensität haben wie die Jungs, die vom ersten Tag an dabei waren. Diejenigen, die am ersten Tag angefangen haben, haben 30 Trainingseinheiten und 6 Spiele hinter sich. Diejenigen, die jetzt erst gekommen sind, haben 3 oder 4 Trainingseinheiten absolviert. Es gibt natürlich einen Unterschied im Rhythmus, in der Intensität und in der Ausdauer, aber taktisch gesehen greifen die Ideen nach und nach, Schritt für Schritt. Spieler natürlich, von einer überragenden Qualität, von einer unglaublichen Qualität. Und sie arbeiten sehr gut mit der Mannschaft, mit Ball und ohne Ball. Ich denke, es war ein sehr guter Test, ein sehr gutes letztes Training, bevor es richtig losgeht. Denn das Richtige ist der echte Wettkampf, das Kämpfen um Punkte. Das ist es, was wir lieben. Und jetzt steht es vor der Tür. Ja, die Vorbereitung ist vorbei. Der Ernst des Lebens beginnt am kommenden Samstag. Und man muss sagen, auch im letzten Vorbereitungsspiel bleibt Real Madrid unter José Mourinho ungeschlagen. In diesem Fall ein klares 3:0 gegen Schalke 04. Ein ungefährdeter Sieg mit einer tollen ersten Halbzeit, mit einer regulären zweiten Halbzeit und mit einem Spielplan, der von Anfang an klar erkennbar war. Zunächst aber einmal die Aufstellung, die ein José Mourinho gewählt hat. Es war mehr oder weniger die erwartete Aufstellung. Der einzige Debütant, der starten musste, war ein Ibrahima Konaté. Ein bisschen mangels Alternativen, aber ansonsten Thibaut Courtois im Tor, rechts hinten Trent Alexander-Arnold, Innenverteidigung Konaté und Dienhausen. Könnte gegen Espanyol Barcelona genauso aussehen. Links hinten Álvaro Carreras, auf der Doppel-6 ein Fede Valverde und Bernardo Silva. Auch das wird gegen Espanyol wohl so sein. Rechts vorne ein Brahim, links vorne ein Vini, zentral Arda Güler und vorne im Sturm Kylian Mbappé. Also, man hat schon gesehen, ein José Mourinho hat dieses Vorbereitungsspiel ernst genommen. Es war eine Generalprobe für den La Liga-Start gegen Espanyol Barcelona und ich muss sagen, dieser Start ist gelungen. Man hat die Intention von Real Madrid gesehen. Es ist nicht das ganz hohe Pressing, was ein Xabi Alonso haben wollte. Ein José Mourinho geht das Ganze etwas defensiver an, aber auch nicht mit einem tiefen Block, wie es oft ein Carlo Ancelotti gemacht hat, sondern eher ein mittlerer Block. Man muss sagen, die Mannschaft steht kompakt. Man hat da eine Mannschaft von 30, 40 Metern, die kompakt stehen. Hinten hat Real Madrid kaum etwas anbrennen lassen. Aber sobald Real Madrid den Ball erobert hat, dadurch, dass kein hohes Pressing war, gab es Räume hinter der letzten Abwehrreihe. Und diese Räume soll das Real Madrid von José Mourinho attackieren. Das hat sehr an seine erste Etappe bei Real Madrid erinnert. Sobald ein Bernardo Silva den Ball hatte oder ein Fede Valverde, ging der Ball schnellstmöglich an einen Arda Güler und der junge Türke hat im Zentrum die Fäden gezogen, hat die Pässe gespielt auf einen Mbappé, auf einen Vini etc. Und Real Madrid stand ständig blitzschnell vor dem Tor der Schalker. Ja, und das hat Spaß gemacht, als Madrid-Fan vor allem diese erste Halbzeit zu sehen. Zur Halbzeit hatten José Mourinho sich gedacht, Arda, Kylian, genug gesehen, ruht euch aus, ich brauche euch nächste Woche gegen Espanyol. Also, man hat einen klaren Spielplan gesehen, stabil stehen als kompakte Einheit, nicht zu defensiv verteidigen, nicht zu hohes Pressing, damit es Räume hinter der letzten Abwehrreihe gibt. Und der FC Schalke 04 ist auch reihenweise ein bisschen in die Falle von Real Madrid reingelaufen. Die standen oftmals ungeschützt und ein Laufduell gegen Kylian Mbappé ist nun mal keine gute Idee. Schalke kann noch von Glück reden,
dass ein Vini noch total außer Form ist und dass ein Diomandé langsam reingeführt wird, wenn Real Madrid dann da auch noch ihre Blitze auf den Außenbahnen hat, dann wird der Fußball nochmal attraktiver. Ja, wie dem auch sei, Real Madrid geht 1:0 in Führung durch Kylian Mbappé. Franzose ist einfach ein Phänomen in der Welt des Fußballs. Der steht gerade einmal 5 Minuten auf dem Platz nach seiner Sommerpause. Und das Erste, was er macht, der bleibt eiskalt vor Karius, tunnelt den Torwart, macht das 1:0. Das 2:0 dann in der 20. Minute nach einer wunderschönen Ecke von Arda Güler und Dienhausen köpft das 2:0 ein. Dienhausen, der mir gestern sehr gut gefallen hat, aber ich komme gleich zur Einzelbewertung der Spieler. Hören wir uns aber erstmal an, was Dienhausen selber über sein Tor, über das Spiel zu sagen hat. Ja, nun, zuerst eine gute Flanke von Arda und naja, ich habe abgeschlossen und hatte das Glück, ein Tor erzielen zu können. Und naja, ich bin zufrieden mit der Arbeit der Mannschaft. Wir hinterlassen einen guten Eindruck und ich bin glücklich. Du bist vom ersten Tag an, seit dem ersten Training, unter Mourinhos Leitung dabei. Wie würdest du sagen, läuft diese Saisonvorbereitung? Wie viel Arbeit steckt in euren Beinen? Ich glaube, eine ganze Menge. Wir trainieren viel, wir trainieren hart, laufen viel und ich glaube, er fordert uns sehr. Und das ist gut für uns. Was will Mourinho von dir und auch von der Mannschaft? Was verlangt er von euch in der Woche, bevor wir offiziell gegen Espanyol in die Saison starten? Nun, offensichtlich als Innenverteidiger, dass ich solide stehe, dass ich versuche, zur Null zu spielen. Und als Mannschaft, nun, er verlangt von uns, dass wir zusammenstehen, als Team spielen und solidarisch sind. Ja, er bedankt sich bei Arda Güler für die tolle Flanke, sagt aber, Real Madrid ist auf einem guten Weg, die trainieren hart. Ja, und man muss auch sagen, Dienhausen hat das gestern auf dem Platz gezeigt. Allgemein hat Real Madrid gezeigt, dass sie hart trainieren und das umsetzen wollen, was der Trainer sagt. Dann war in der ersten Halbzeit viel Dominanz von Real Madrid. Die Spieler, die mir mit Abstand am besten gefallen haben, waren gestern wieder einmal ein Arda Güler. Das ist unglaublich, was der für eine Vorbereitung spielt. Kylian Mbappé hat mir gut gefallen. In der ersten Halbzeit hat mir persönlich auch Bernardo Silva gefallen, Dienhausen, Álvaro Carreras. In der Halbzeit wurde dann viel durchgewechselt. Ein Courtois durfte sich ausruhen, Lunin kam rein, Rüdiger kam rein für den Konaté. Konaté hat mir übrigens auch gefallen in der ersten Halbzeit. Dann hatten wir einen Arda, der raus durfte, ein Camavinga kam dafür rein, der mir übrigens auch gefallen hat. Vorne ein Mbappé durfte raus, ein Espi kam rein, der mir auch gefallen hat. Jetzt fange ich mich an zu wiederholen. Es haben mir alle gefallen. Aber seltsam, weil die zweite Halbzeit fand ich nicht so gut wie die erste. Man hat aber die Rotation gemerkt. Ich glaube, ein besonderer Moment war dann in der 60. Minute. Da kamen dann die Debüts von einem Marc Cucurella und von einem Yan Diomandé. Und eine Sache wollte ich nochmal allgemein zu Schalke sagen. Schalke hat eine tolle Fanbase. Also die Stimmung rund ums Stadion, im Stadion, was man da so mitbekommen hat, war der absolute Wahnsinn, wie die Schalker angefeuert haben. Ich drücke denen die Daumen in der Bundesliga, haben oftmals sympathische Fans, Broski etc., die mag man ja. Ja, aber was ich nicht verstanden habe, gar nicht, sind die Pfiffe für einen Vini Junior. Die einzigen, die Vini Junior hätten auspfeifen müssen, sind wir Madridistas für seine Leistung. Die war wieder einmal unterirdisch, aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Ja, aber wenn, dann sollte Schalke doch Vini dankbar sein. Dank Vini hat ihr Erzrivale Dortmund keine Champions League gewonnen. Und auch immer wieder hat er Dortmund in der Champions League abgeschossen. Und Vini hat noch nie gegen Schalke gespielt. Real Madrid, einige Schalke-Fans waren dankbar dafür, dass der größte Verein der Welt zur Felddienstarena kommt, zum 25-jährigen Jubiläum. Und die haben nichts Besseres zu tun, als einen Spieler zu beleidigen, der noch nie etwas gegen die getan hat. Der hat noch nicht mal gegen die deutsche Nationalmannschaft gespielt, wo man sagen könnte, der hat sich da daneben benommen. Gar nichts. Es gibt einfach keinen Grund für die Pfiffe gegen Vini Junior, außer die Hate-Propaganda, die in Deutschland gegen den Brasilianer läuft. Und wie gesagt, ich verteidige jetzt hier den Menschen, die Legacy von einem Vini Junior, was er bis jetzt für den Fußball gemacht hat. Wie gesagt, auch gegen Dortmund etc. Ich verteidige nicht den Fußball, den er gestern gespielt hat. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Ich verstehe die Pfiffe nicht. Genauso wenig verstehe ich die Pfiffe gegen einen Marco Correa. Ja, der hat vor 2 Jahren mal ein Handspiel gemacht. Gott bewahre. Als wenn er die Familie von den ganzen Fans beleidigt hätte. Der hat ein Handspiel gemacht. Ja.
Der Schiri hat es nicht gepfiffen. So what? Soll er hingehen und sagen, Schiri, bitte pfeif Elfmeter gegen mein Land? Bitte pfeifen Elfmeter für Deutschland? Natürlich nicht. Also die Pfiffe, naja, egal. Das ist das Einzige, was mich gestern am Publikum vom Schalke etwas geärgert hat. Im Großen und Ganzen hat das aber Spaß gemacht. Schalke wollte mitspielen, hat Räume dadurch geschaffen. Real Madrid hätten sie gestern, einen wenig gehabt, der spritziger ist. Hätten sie die Torchancen konsequenter genutzt, hätte das auch ein 5-6-0 geben können. Ja, im Großen und Ganzen gewinnt Real Madrid absolut souverän. Erste Halbzeit die beste unter José Mourinho, wo man auch die Handschrift gesehen hat. Zweite Halbzeit ein bisschen schwächer, trotzdem nichts anbrennen lassen. Ja, ich bin zufrieden mit dem Spiel und kommen wir jetzt zur Einzelbewertung der Spieler. Erste Halbzeit Courtois, zweite Halbzeit Lunin. Ich kann nicht viel zu sagen, beide mussten nicht viel machen. Rechter Verteidiger Trent Alexander-Arnold und Denzel Dumfries. Beide okay, mir hat sogar Denzel Dumfries ein bisschen besser gefallen, hatte 2-3 schöne Aktionen mit Diomandé. Ja, Trent muss sich darauf konzentrieren, nicht zu oft den Ball frei herzugeben, indem er immer wieder nur den Seitenwechsel versucht. Also lieber ein bisschen weniger, aber dafür ein bisschen ordentlicher. Innenverteidigung, Hut ab vor beiden. Ein Ibrahima Konaté und ein Dienhausen haben mir beide richtig gut gefallen. Vor allem Dienhausen war aggressiver, als ich ihn in der letzten Saison gesehen habe. Und das ist das, was mir gefallen hat. Diese Aggressivität ist die, die dem Jungen gefehlt hat. Gestern hat er die gezeigt, 3-4 Zweikämpfe am Boden reingerasselt. Fand ich richtig gut. Links hinten Álvaro Carreras, Respekt. Also ich habe ihn schlechter in Erinnerung, als er an diesem Saisonstart zeigt. Man liest auch, dass er gegen Cucurella um einen Stammplatz kämpfen möchte. Ich sehe nicht, dass er das schafft, weil Cucurella ist einfach für mich einer der besten linken Verteidiger der Welt. Aber finde ich gut die Einstellung, dass er um seinen Posten kämpfen möchte. Auf der Doppel-6 Fede Valverde und ein Bernardo Silva. Valverde sehr, sehr unauffällig, macht halt Arbeit, die unauffällig ist. Naja, man hat den Uruguayer schon besser gesehen. Bernardo Silva, ja, lässt uns Madridistas hoffen, dass wir endlich den spielstarken Sechser gefunden haben, den Dirigenten, den Taktgeber, der es schafft, dass der Ball ordentlich von hinten in die Füße von Arda Güler kommt. Ja, was soll ich über Arda Güler noch sagen? Ich glaube, mir fallen langsam die Superlativen, gehen mir langsam aus auf diesem Kanal. Ich sage seit 2 Jahren jedes Mal das Gleiche. Dieser Junge muss unantastbar auf der 10 von Real Madrid sein. Gestern war wieder einmal der ultimative Beweis. Der Fußball, den ein José Mourinho spielen lassen möchte, ist der Fußball von einem Arda Güler. Das ist der Spieler, der es im Körper hat, der die Kapazität hat, der vorher schon den Platz sieht, liest, die Laufwege erkennt, der die Technik hat, sich innerhalb von einer Sekunde nicht mal die Ballannahme, während der Ballannahme sich zu drehen, das hat er gestern so gut gemacht. Und die Pässe, das Timing, was er hat, sowohl auf den Vini als auf den Mbappé, ja, das ist der Wahnsinn. Und der hat zurzeit meistens nur 2 Möglichkeiten. Wenn dann auf der rechten Seite ein Diomandé auch noch startet und Arda quasi das ganze Feld wie ein Quarterback vor sich hat, ja, dann sehen wir den besten Arda Güler der Welt. Ja, und einen der besten Fußballer der Welt. Ich weiß nicht, wie ein José Mourinho dieses Problem lösen möchte. Es ist mir aber egal, Arda Güler gehört ins Mittelfeld von Real Madrid. Dieser Junge muss immer spielen. Ja, ein anderer Spieler, wo man ein Fragezeichen langsam dahinter setzen muss, ob er immer spielen muss, ist ein Vini Junior. Er erinnert eher an die letzten 2 Jahre als an die WM. Die letzten 2 Jahre sind wir Madridistas ein bisschen frustriert gewesen oder sehr frustriert mit der Leistung des Brasilianers. Gestern war es wieder so ein Spiel, Kopf durch die Wand und er verliert gegen einen rechten Verteidiger von Schalke. Sorry. Vini hat gegen Schalke, Ferencváros, Florenz kaum es geschafft, sich mal durchzusetzen. Und das mit einem Vertrag, wo du 24 im Jahr kassierst. Naja, hoffen wir mal, dass diese Vertragsverlängerung kein Fehler war. Aber ich bleibe noch ruhig. Er ist ein Spieler, ich sage es immer wieder, der ist sehr angewiesen auf seine körperlichen Fitness. Und wenn er nicht körperlich bei 100% ist, schafft er es sich natürlich nicht vom Verteidiger zu lösen. Wurde gestern reihenweise wieder eingeholt. Darf dir nicht passieren. Aber in einer Woche startet schon die Saison. Und wenn das dein aktueller Fitnesszustand ist,
dann muss Jose Mourinho vielleicht nach Alternativen suchen. Eine Alternative auf der linken Außenbahn wäre vielleicht ein Kylian Mbappé. Der hat gestern wieder gezeigt, was für ein Unterschiedsspieler das ist. Der kommt mit einem ganz anderen Level als Vini Junior in die Saison. Der Franzose ist ein Cheatcode. Das ist unfair. Der muss einfach nur den Ball vorbeilegen und laufen. Und Schalke hat sich gedacht, was soll ich machen? Der stand ständig in guten Abschlusspositionen, hat das 1:0 clever gemacht. Ja, vielleicht auf dem linken Flügel und vorne dann Carlos Espit, zu dem kommen wir jetzt. Aber ich möchte Brahim nicht vergessen. Brahim ist auch noch nicht im top körperlichen Zustand. Wenn er mal am Ball hat, kam hier und da was Vernünftiges bei rum. Aber auch das ist noch nicht 100% Brahim, wie wir ihn sehen wollen. In der zweiten Halbzeit, wie gesagt, wollte ich noch ein extra Lob kurz aussprechen für einen Camavinga. Nachdem der am Anfang der Vorbereitung quasi ausgebuht wurde, muss ich sagen, von Spiel zu Spiel gefällt er mir besser. Ja, ich hoffe, ein Jose Mourinho kriegt die Seriosität in den Reihen, die bei den Franzosen fehlt. Und ein Carlos Espí, ja, was soll ich sagen? Ich nenne ihn ab jetzt Joselu 2.0. Der macht genau das, wofür er geholt wurde. Das ist der kopfballstarke Stoßstürmer, den Real Madrid braucht. Gestern hat im Kommentar jemand geschrieben beim Livestream, das hat nur 2 Jahre und 4 Trainer gedauert, bis Real Madrid das erkannt hat. Naja, Hauptsache Real Madrid hat es erkannt, wie oft er den Ball abgelegt hat, wie der den Ball festgemacht hat, wie der das Tor gemacht hat. Du hast da vorne wieder einen Tower, den du anspielen kannst. Der hat den Torriecher von dem Joselu. Ja, es war ein toller Transfer oder ist ein toller Transfer von Real Madrid. Ob ein Diomandé auch ein toller Transfer ist und ein Cucurella, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. In der halben Stunde, die gestern gespielt haben, haben die natürlich kleine Qualitätsmerkmale hier und da gezeigt, aber du erkennst natürlich noch nicht den gesamten Fußballer. Ja, Jude Bellingham kam auch rein. Eine Aktion hat mir nicht gefallen, da hat er gemeckert, als der Espí den Ball auf Sidia spielt und der den Ball drüber legt. Da war der Bellingham sehr am Motzen, weiß ich nicht, gehörte da nicht hin. Aber ich wollte euch noch meine absolute Lieblingsaktion des gestrigen Spiels sagen. Ich hoffe, ich finde ein Video dazu. Und zwar, Vini Junior läuft alleine aufs Tor und wird wieder einmal eingeholt und wird umgestoßen. Es ist ein Freundschaftsspiel für mich. Ich habe danach auch gesagt, war das ein bisschen zu wenig für einen Elfer. Aber darum geht es nicht. Es geht sich darum, dass die gesamte Ersatzbank zusammen aufgestanden ist, protestiert hat, gemeckert hat, die Hände in die Luft. Das ist der Team-Spirit, den ich sehen möchte. Wenn irgendeiner im Laufe der Saison Vini umhaut oder Diomandé, möchte ich, dass 3 Spieler dahin gehen, eine Schubserei kommen, dass die auf den Schiedsrichter gehen, gelbe Karten verlangen. Ja, dass wir wieder endlich eine Mannschaft sind voller Spirit, voller Hunger auf Erfolge. Und diese Szenen, die nicht gestellt sind vor der Kamera, wo du sagst, bla bla bla, nein, diese Szenen im Spiel mit 180 Puls dabei sein, gewinnen zu wollen, obwohl es schon 3-0 steht, das sind die Szenen, ja, warum ein Jose Mourinho für mich der richtige Trainer für Real Madrid in dieser Saison ist. Ja, im Großen und Ganzen war das meine Zusammenfassung des Spiels. Wenn ich was vergessen habe, wenn du was anders siehst oder wenn du es genauso siehst, lass deine Meinung gerne in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, sei so nett, like dieses Video, hype dieses Video. Ich sage es immer wieder, fast die Hälfte der Leute, die meine Videos schaut, hat noch kein Follow dagelassen, obwohl es kostenlos ist und diesen Kanal ungemein unterstützt. Also, gib dir einen Ruck, Herz für Tiere. Drückt da auf Follow, unterstützt den Kanal ungemein. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dahin. Allo Madrid!